Heute sprechen wir über Business Flow und wie du deine Intuition im Geschäft nutzen kannst. Es ist ja eine tolle Sache beim Sport, wenn man einmal so in den Laufrhythmus kommt und irgendwann nicht mehr darüber nachdenkt, was die Füße tun, kommt man in diesen Runners Flow, dass man nicht aktiv läuft, sondern dass es einfach läuft. Wäre das nicht toll, wenn du in deinem täglichen Business einfach so richtige Entscheidungen triffst, ohne viel nachzudenken, ohne Rücksprachen zu halten, ob das denn so richtig ist, wenn du einfach intuitiv richtige Entscheidungen triffst? Wie funktioniert das? Es funktioniert sehr gut, wenn du es kannst. Und dazu gebe ich dir jetzt hier ein paar Tipps am frühen Morgen. Stell dir vor, da steht eine wichtige Entscheidung an und du musst sagen A oder B. Da kannst du natürlich das Thema mit nach Hause nehmen, abends nochmal durch alle Mails durchlesen oder du scheidest dich in dem Moment und sagst, wir machen es so. Wäre es nicht viel zeitsparender, wenn du einen ganz sicheren inneren Kompass hättest, auf den du vertrauen kannst, um dann die richtige Entscheidung zu treffen? Wie kommt man aber dahin? Du brauchst einen guten inneren Kompass. Du musst sehen, für was du stehst. Gute Manager haben das automatisch. Ich erinnere mich noch gut an einen Bereichsleiter, der sagte, also ich frage immer die Mitarbeiter, was sie gut finden und dann entscheide ich aus dem Bauch heraus. Das war dem fast so ein bisschen peinlich, aber wie er mir das erklärt hat, ist, dass in seinem Bereich er nicht alles wissen kann, dass die technischen Gegebenheiten stellenweise so abstrus kompliziert ist, dass selbst nach Anhörung mehrerer Experten er kein klares Bild hat, was denn das richtige Vorgehen sein könnte. Und dann entscheidet er immer aus dem Bauch heraus. Das kannst du auch ganz einfach in deiner täglichen Arbeit anwenden. Also jetzt nicht 12 Leute zum Meeting zusammensuchen und vielleicht noch darauf warten, bis die alle Zeit haben und dann in 3 Wochen das Meeting machen und dann darüber sprechen. Nein, frag schnell die Leute, die greifbar sind und dann wird eine Antwort zu dir kommen. So, dazu musst du 2 weitere Dinge haben. Erstmal, du musst wissen, wofür du überhaupt stehst. Bist du beispielsweise jemand, der sehr strikt ist, der sehr kontrollierend ist, dann ist das ein anderer Entscheidungsstil, als wenn du spielerisch mit den Dingen des Business umgehst. Also beispielsweise auch, willst du dein Angebotsprogramm eher klein halten oder bist du jemand, der sagt, wir müssen diversifizieren, wir müssen neue Dinge auf den Markt bringen? Was kann auch das Unternehmen? Also hat es einen schnellen Entwicklungszyklus? Kannst du schnell Dinge umsetzen? Also das sind alles Dinge, die natürlich deinen Entscheidungsstil prägen und das ist gegeben. So, wichtigster Punkt ist natürlich nicht, was du von den Dingen hältst, sondern was deine Kunden nachher mit dem Produkt anfangen. Das heißt, du musst natürlich deine Kunden kennen. Sind das experimentierfreudige Kunden oder sagen die sich, nee, von dem Produkt gibt es schon immer die 3 Varianten, die werden immer gekauft, die werden immer gebraucht. So, aber du musst deine Kunden kennen. Du musst dich in deine Kunden gut hineinversetzen können. Dazu hilft dir Marktforschung, dazu hilft Neuromarketing, dazu helfen natürlich gut gemachte Befragungen, Untersuchungen. Also extrem gute Kundenkenntnis hilft dir nachher intuitiv gute Entscheidungen zu treffen. So, das sind so Grundvoraussetzungen, die du dir aneignen musst. Aber es gibt noch einen wichtigen Punkt. Das ist nämlich, wie du dich in dem Moment fühlst. Wenn du so der Typ gestresster Manager bist, dann wirst du es schwieriger haben, dich mit deiner Intuition zu verbinden. Du musst also wirklich dafür sorgen, dass du einen klaren Kopf hast, dass du frei denken kannst, dass du auch die Muße nehmen kannst, auch mal Dinge auf dich wirken zu lassen und in dich hineinzuhorchen: „Okay, was will ich da eigentlich?“ Wenn du ständig im Stress bist, dann wird das natürlich nichts mit auf seine innere Intuition hören, weil du dann ständig im Gedankenkarussell bist und Dinge irgendwie wälzt und überlegst, was muss ich noch tun? Ach, das habe ich noch vergessen. Wieso dauert das so lange? Also diese ganzen Dinge blockieren dich natürlich, einen guten inneren Kontakt zu deiner Intuition zu haben. So, man muss natürlich auch eine gewisse Offenheit für diese Dinge haben. Du kannst sehr gute Intuition haben und eigentlich zu so Themen wie Neuromarketing überhaupt keinen Draht haben. Du denkst ja gar nicht drüber nach, du machst es einfach intuitiv. Und das zählt super viele Leute aus, die ich kenne, die einfach so viel Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten haben, die es schon
tausendmal gemacht haben, die dann einfach sagen, so, das ist richtig und das aber niemals Bauchentscheidung nennen würde oder niemals sagen würden, ich habe eine gute Intuition, das wäre denen viel zu weich und weiblich. Deswegen machen Frauen ja oft so einen guten Job, weil sie es eben mehr gelernt haben, auf ihre Intuition zu vertrauen. Aber wie gesagt, das haben auch alte weiße Männer, die sagen dann, der hat einen guten Riecher fürs Business. So, aber die würden nicht von Intuition sprechen. Aber du, der du hier immer noch zuhörst, du scheinst ein Faible für diese Themen zu haben, wie du deine Intuition finden kannst. Sicherlich am wichtigsten, du musst auch mal rauskommen aus dem Business. Du kannst nicht ständig nur daran denken, du musst auch mal abschalten. Also morgens beispielsweise rausgehen, Sport machen, reicht auch nur der kleine Spaziergang, einfach mal den Kopf frei bekommen, Kraftsport, Meditation. Und wenn du das stetig machst, bin ich sicher, dass mit der Intuition kommt wieder, denn das ist uns ja angeboren. Ja, das müssen wir eigentlich nicht lernen. Wir müssen eigentlich nur viele Dinge verlernen, die wir gelernt haben, beispielsweise Stress zu tolerieren im Übermaß. Dann kriegst du schon wieder deine Intuition ans Laufen. Das wünsche ich dir und wenn ich dir mit einer Fragestellung in Marketing und Führung weiterhelfen kann, melde dich gern bei mir.